Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ronin Dimension. Leute, es wird richtig spannend. Es ist ja nicht lange her, dass der Investigativjournalist Seymour Hersh offenbart hat, dass die US-Regierung zusammen mit Norwegen den Nord-Stream-Pipeline in die Luft gesprengt hat, beziehungsweise sie haben es unter See gemacht. Das Ganze ist ziemlich brisant, weil ich der Auffassung bin, dass das Ganze seit 2021 bekannt ist, dass es passieren wird. Und jetzt stellt sich die Frage, wer wusste was davon? Ich bin der Auffassung, dass die Bundesregierung informiert gewesen ist. Allerdings hüllt man sich in Schweigen und es passieren ganz andere verrückte Dinge. Diese Sachen werde ich demnächst auch kommentieren, aber konzentrieren wir uns einfach erstmal auf die Tatsache, dass es höchstwahrscheinlich die US-Regierung war, die die Pipelines zerstört haben. Ihr müsst euch das mal vorstellen, worüber wir reden. Wir reden von Terrorismus. Wir reden von einem Angriff auf eine zivile Infrastruktur, die vom deutschen Steuerzahler mitfinanziert worden ist. Wir reden darüber, dass wir einige Leute in der Bundesregierung und allgemein im Staatsapparat haben, die von diesem Anschlag gewusst haben und es zugelassen haben. In meiner Welt nennt man das Terrorismus. Und wir müssen darüber reden dürfen, inwiefern Beihilfe geleistet worden ist. Aber bevor ich euch die Hauptgeschichte erzähle, lasse ich die Hauptprotagonisten für sich sprechen. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Chairman, Undersecretary Newland, welcome. I certainly appreciate you spending some time with us last night in a secured briefing. And I think it's important that you're here today. I want to associate myself with remarks of the chairman and the ranking member. I think if there's one thing that Vladimir Putin ought to understand is how unified we are. I mean, there are many things that divide us politically in this country, but when it comes to pushing back on Russian aggression, supporting countries like Ukraine that are trying to develop their freedom, free themselves from the legacy of corruption from their former involvement with the Soviet Union, we are very strongly united. Often, within this discussion, you were talking about unprecedented level of sanctions. I think it'd be important for the public, for the Senate, for Congress, but for Vladimir Putin to really understand in somewhat granular detail what we're talking about, what we would impose on them, and how harmful it would be to Russia. Unfortunately, to Russian people. But Vladimir Putin ought to be concerned about the Russian population, more concerned than we are. We can't allow this. So can you really describe the types of sanctions that you are contemplating and pushing with our European allies? Senator, thanks for that statement of unity and for your strong statement here today. As we discussed last night in some detail, what we are talking about would amount to essentially isolating Russia completely from the global financial system with all of the fallout that would entail for Russian business, for the Russian people, for their ability to work and travel and trade, and we are looking at the full suite of options. I think in the context of the diplomacy that we are doing and the work that we're doing internally, I was gratified to have a chance to go through some of those specific measures in the classified session yesterday, but going beyond that in this open session, I think doesn't help us get from here to there, but everything is on the table, I would say, if that is helpful. One thing that I believe certainly the Senate Foreign Relations Committee is pretty unified on, it may not be unanimous, was our support for sanctions against Nord Stream 2 pipeline. And that I think many of us were very disappointed that those sanctions were not fully implemented and the construction continued. I can't think of a more powerful way to punish Russian aggression than by rolling back what progress has been made and, if at all possible, prevent the Nord Stream 2 from ever being completed. Is that something that is being discussed with allies? Is that something that's being contemplated? Absolutely. And as you recall from the July U.S.-German statement, that was very much
in that statement that any moves, Russian aggression against Ukraine, would have a direct impact on the pipeline, and that is our expectation and the conversation that we're having. So again, direct impact is one thing, but I'm literally talking about rolling back the pipeline. And you can loosely define that, but I mean taking action that will prevent it from ever becoming operational. I think if President Putin moves on Ukraine, our expectation is that the pipeline will be suspended. Well, I certainly hope the Senate Foreign Relations Committee would take up legislation to go beyond just suspending it, but from ending it permanently. But anyway, thank you, Undersecretary Nuland. Um Sicherheit zu gewährleisten, braucht es Mut. Mut zu unbändiger Integrität. Mut zu absoluter Hingabe. Mut zur Aufopferung. Wir haben diesen Mut. Modernste Ausrüstung und Technik unterstützen unsere Fähigkeiten und unsere Strategie. Wir sind die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei. Wir vollbringen Leistung. Täglich trainieren wir unseren Körper und Geist. Willensstärke und Kondition gehören zu unseren wichtigsten Eigenschaften. Wir sind überlegen. Durch den Transport in der Luft sind wir in der Lage, jeden Einsatzort schnell und zielsicher zu erreichen. Weltweit. Unsere Fallschirmspringer werden für einen schnellen und sicheren Zugriff ausgebildet. Polizei! Wir sind Präzision. Jeder Pulsschlag will kontrolliert werden. Unsere Scharfschützen trainieren in Gebäuden und im Gelände, damit wir in Extremsituationen handlungsbereit und konzentriert bleiben. Wir sind Taucher. Wasser ist unser Element. So dringen wir lautlos vor und gelangen an entlegene Orte. Mit Erfahrung und Zuverlässigkeit perfektionieren wir unsere Vorgehensweisen. So treten wir der Kriminalität mit Härte und Entschlossenheit entgegen. Als Einheit stehen wir täglich füreinander ein, Seite an Seite. Hey Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt ihr, dass die Russen die Pipelines wirklich gesprengt haben, so wie es unsere Medien uns glauben lassen wollten? Überhaupt stellt sich die Frage, wenn die Russen tatsächlich auf NATO-Boden einen Anschlag verübt haben, müsste nicht der Verteidigungsfall eintreten? Wie auch immer, das Ganze ist ziemlich verdächtig und ich finde es komisch. Es stinkt zum Himmel. Falls euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt mir den Like und vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und solltet ihr der Auffassung sein, dass die Russen das alles in die Luft gesprengt haben oder vielleicht waren es die UFOs oder Chinesen oder die Ballons, keine Ahnung, dann bitte gebt mir ein Dislike. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mann, sie gibt eine Straftat zu. Das ist unglaublich. Diese Frau ist seit 1984 im Staatsapparat der Vereinigten Staaten unterwegs. Das ist eine Katastrophe. Denn umso länger man da bleibt, scheint man irgendwie durchzudrehen oder so. Die Leute werden absolut senil im Amt. Meine Fresse.